Der Winter war lang und kalt gewesen. Kein Wunder, dass ich die letzten Wochen nur noch einen Gedanken hatte. Saisoneröffnung auf meiner Lieblingsinsel, Ibiza. Also alle 7 Sachen fix gepackt und ab mit dem Flieger auf die Balearen. Dass ich erstmals bei einem Season Opening dabei bin. Aber was kann man von Ibiza im Mai erwarten? Das wollte ich ergründen. Diesmal wollte ich den Trip anders verbringen. Also kein Hotelzimmer, sondern ein Cabana in einem Glampingpark gebucht. Und gleich mal einen Cocktail am Pool genossen. Abends in St. Anthony war dagegen nicht so viel los. Mal abgesehen vom West End, wo die britischen Gäste zu jeder Jahreszeit Shorts und kurze Röckchen tragen. Neuer Tag, neues Glück. Das Highlight des Trips steht am Abend auf dem Programm. Die Glitterbox-Party im High Ibiza, dem nach dem Lisa-Ranking des DJ Mag beliebtesten Club der Welt, was die Betreiber auch an jeder Stelle gern betonen. Und in der Tat, der Laden ist gleichermaßen riesig wie speziell. Tickets für 60 € pro Nase kauft man vorab im Netz. Wenn man abends ab 22:30 Uhr anrückt, wird man generalstabsmäßig durch den Eingang gelotst. Dafür kann man die größten DJs des Planeten live bei ihren Shows erleben. Begleitet von einer großartigen Lightshow und einem Soundsystem, das seinesgleichen sucht. Mehrere Bühnen, diverse Sounds. Und wahrscheinlich einmalig, selbst auf der Toilette legt ein hochkarätiger DJ auf. Zweifelsfrei ist das eine riesige Gelddruckmaschine. Genau wie das zu gleichen Betreiber gehörende Ushuaia. Ein Mix aus Edelhotel mit angeschlossenem Mega-Open-Air-Club, das quer gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Diese Form der Kommerzialisierung greift hier überall um sich. Das spürt man und es wird von einigen kritisiert. So entsteht derzeit direkt neben dem High und dem Ushuaia ein Shoppingparadies. Davon völlig unabhängig ist der Strand dahinter ein reales Paradies. Selbst bei nicht so schönem Wetter. So, halten wir also mal fest. Das hier ist eher Nordseewetter als der Ibiza. Es ist ganz schön windig, es regnet und das Wetter ist einfach nicht das, was man jetzt erwarten würde hier auf Ibiza. Aber gut, auch das gehört offensichtlich dazu, wenn man im Mai hier hinfährt. Mal abgesehen davon, dass die Flieger nach wie vor kommen. Ich hoffe, man kann mich überhaupt noch irgendwie hören, bevor ich hier den Wellen gleich vergehe. Oder im Regen, wenn ich wieder ins Auto verziehen. Aber nicht doch. Wir werden gleich wegen ein wenig Regen und Sonnenmangel flüchten. Bei meinen früheren Trips nach Ibiza hatte ich die Playa de Bossa mit all seinen Beachclubs stets voller Menschen erlebt. Heute war es hier angesichts des Wetters und des Wellengangs weitgehend leer. Nur einige Jogger und hartgesottene Urlauber zogen ihre Spuren durch den Sand. Doch nach einer Weile erkannte ich, dass dieser Strand auch ohne Sonnenschein magisch ist. Eine gute Stunde wanderte ich entlang der Wellen auf und ab und genoss die Musik aus den angrenzenden Beachclubs, während der Wind mir ins Gesicht blies. Andere Ibiza-Urlauber wären sicherlich enttäuscht gewesen. Ich jedoch genoss den Spaziergang bei Wellengang und angenehmen Temperaturen sehr. Das ist für mich Freiheit, Lust und Erholung. Wer das Gefühl gern nachvollziehen mag, sollte meinen YouTube-Kanal durchstöbern. In meiner neuen Playlist Ohne Worte präsentiere ich unkommentiert und weitgehend ungeschnitten viele Orte und Strecken, die ich liebe und die mir beim Entspannen helfen. Wozu nun auch dieser Strandlauf in der Playa de Bossa zählt. So, kaum habe ich eben gerade am Strand ein wenig gedreht und noch erzählt, dass heute die Sonne gar nicht scheint. Was ist jetzt auf einmal los? Da oben ist sie. Ziel dieses Ibiza-Trips war es vor allem, das Season Opening zu erleben. Daneben wollte ich aber auch noch neue Gegenden erkunden, für die ich bei früheren Trips keine Zeit gefunden hatte. Also auf in den Wagen und ab zur Cala Biniras, einem Strand im Norden der Insel, der insbesondere für seinen Hippie-Style für die vielen Trommler bekannt ist, die sich hier regelmäßig vor Sonnenuntergang treffen. Zeitlich würde ich dieses Highlight heute leider nicht mehr packen, das war mir klar, denn am Abend wartete ja noch die Glitterbox-Party auf mich. Umso mehr war es mir wichtig, mal einen Blick auf den Strand zu werfen. Das hier ist der Strand, an dem sonntags immer die Trommler ihr Werk verrichten. Hier da hinten, da wird am Sonntagabend ein wenig getrommelt. Das hatten wir schon erwähnt, oder? Aber gut zu wissen. Und wie gefällt dir so der Strand? Der Strand hier ist sandig, allerdings nicht so fein gemahlen wie zum Beispiel in der Playa de Bossa oder in Salinas. Aber hier gibt es auch einige Lokale. Da hinten. Da werden wir jetzt gleich mal etwas essen. Ja, essen, das ist natürlich wichtig. Und hinterher noch eine kleine Runde über den angrenzenden Hippie-Markt. Für Mitbringsel und so. Dann aber wieder fix ins Auto und zurück in die Unterkunft. Denn am Abend wartete ja noch eine Party auf mich. Während der Fahrt gingen mir so einige Gedanken über Ibiza und diesen Trip durch den Kopf.
Ja, die Insel ist aus dem Winterschlaf erwacht. Es sind da schon wieder recht viele Touristen hier. Aber man muss sagen, es ist halt noch nicht Hochsommer. Es ist Mai. Die Sonne brutzelt einen nicht. Es sind auch Wolken am Himmel, die man ja auch jetzt sehen kann. Und hin und wieder regnet es sogar. Aber ich finde, das macht den Charme eines kleinen Trips im Mai auch gerade aus. So, und heute Abend geht's nun zur Glitterbox-Party ins Hai. Ist das allein nicht etwas blöd? Ach ja, noch eine interessante Anekdote. Weil ich denn nun alleine hier unterwegs bin, habe ich mich bei Facebook in einer Gruppe angemeldet, die da dem Sinn nach heißt 40 plus und allein auf Ibiza unterwegs. Und vorhin kam dort eine Anfrage von einer Lisa. Die suchte jemanden, der auch heute Abend zur Glitterbox-Party gehen will. Und vielleicht treffen wir uns nachher noch um 9 am Café Mambo und dann gemeinsam zum Glitterbox-Event. Interessant, was es für Facebook-Gruppen noch gibt. Ja, in der Tat. Dieses Internet ist schon etwas Tolles. Und am Ende trafen wir uns sogar zu dritt am Café Mambo. Lisa, Michael und Ulf, 3 Ibiza-Fans jenseits der 40, die mich vorher gar nicht kannten, die allerdings die Liebe zu House und Dance Music an diesem Ort zusammengebracht hatten. Wie cool ist das denn? Facebook sei Dank. Das Wetter am Abend war deutlich besser und am Café Mambo war es gut gefüllt. Nicht zuletzt, weil Simon Marlin, aka The Shapeshifters, am offenen DJ-Booth zur Glitterbox Pre-Party auflegte. Wenige Stunden später sahen wir ihn als einen der Main-Acts in High Ibiza wieder, wo er unter anderem auch einen neuen Mix seines Dance Classics Lotus Theme präsentierte. Was toll auf Ibiza: hier auf der Insel schaut dich niemand schreck an, wenn du auch mit 50 auf Dance Music stehst und gerne in eine Disco bzw. Club ziehst. Fun Fact: die besten DJs sind fast alle über 40 und wenn nicht gar 50. Wir bewegen uns also in bester Gesellschaft. Mit DJ Roger Sanchez erwartet uns dann zu späterer Stunde noch ein weiteres Highlight. Bis morgens um 5:30 hielten wir durch. Es war ein magischer Abend und ein toller Trip nach Ibiza, den ich noch lange in guter Erinnerung behalten werde. Dir hat dieses Video gefallen? Dann hinterlass doch bitte ein Like oder noch besser, abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis demnächst bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis.